So, ihr Warmduscher, ich bin Vegeta und hier geht's jetzt mit Han Rizzles neuem Video los. Alrighty, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget in der neuen Woche. Ich hoffe, euch geht's gut und ja, was ich jetzt hier machen will, ist nur mal den Zwischenstand im Elevator mir anschauen, plus auf EU16 schauen, wie es mit den Leveln aussieht. Gespielt habe ich jetzt heute am Montag noch nicht, ist gerade 2:35 Uhr, die Zeit habe ich jetzt nicht mehr, will noch schnell das Video ballern und ja, das sind meine favoritisierten Server hier. Da habe ich den Elevator gespielt bisher und spiele ihn weiter. Mega geil, die Änderung hier, die gefällt mir. Also man sieht halt wirklich nicht mehr das große Pamphlet. Man kann das sogar ausblenden. Also das ist sehr, sehr geil, diese Änderung. Die feiere ich mega. Also ich würde das Video allein schon deshalb liken. Ja. Aber auf EU5, ja, gucken wir hier erstmal rein. Da bin ich ja schon länger nicht mehr bei der Order 66, weil ich eben auch nicht mehr konsequent durchspiele mit dem Char. Bin in die Heldenschmiede reingejoint und werde mir mal schnell jetzt eigentlich hier, würde ich gerne einen Geschicktrank mir gönnen. Ja, trotzdem, ja, ich bin zurückgesetzt worden. Gerade jetzt stand diesem Part Platz 4. Also ich bin, denke ich mal, hier ganz gut dabei. Ich weiß noch nicht, wo ich hier enden werde, um es dann mal zu vergleichen mit der Order 66, ob ich da hätte eine Hilfe sein können oder nicht. Die Order 66 selber kämpft gerade auch nur um Platz 5, also läuft es halt auch nicht mehr so krass gut, keine Ahnung, weiß nicht. Also das kann sich natürlich noch ändern, ja, je nachdem, ob man jetzt aufs Maximum in der Held-Token geht oder halt wegen den Daily Rewards nicht aufs Maximum geht. Tavernenflotte aber halt auf der 1, Heimathafen ganz knapp hinter Tannet auf der 3. Und die Heldenschmiede spielt zumindest in den Top 10 und das ist auch nicht schlecht. Vielleicht sogar noch Potenzial nach oben, also gibt es einen guten Reward, deshalb ja, werde ich natürlich heute auch noch den Elevator spielen und das weitestgehend vielleicht sogar mit Schokolade, ne? Also Schokolade ist geil. So, dann schauen wir auf EU1. Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte hier. Auf EU1 in Hannihausen, wo wir selber sozusagen in meiner Gilde spielen, einfach nur um auf dem Server zu sein. Und natürlich hatte ich schon im Sinne den Elevator. Wir sind jetzt Rang 70. Und ja, die meisten in der Gilde spielen nicht. Privatstufe 15. Also Privatstufe 16 ist das Minimalziel, damit wir den legendären Gem bekommen. Ein paar Leute spielen sogar hier auch mit, Taube natürlich dabei, aber auch ein paar andere, die im Elevator zumindest mal reingeguckt haben. Ja, beim Rest, da ist jetzt tatsächlich nicht so viel, da werde ich dann höchstwahrscheinlich doch mal aussortieren, nach dem Elevator mal komplett die Riege löschen an den Spielern, wo jetzt gar kein Progress erfolgt. Ich kann natürlich mal gucken, ob wir möglicherweise, also ne, jetzt nicht falsch verstehen, ich habe damit ja auch gerechnet, aber alle, die jetzt über 21 Tage, man hätte das auch vor dem Elevator vielleicht machen sollen, das ist ja wurscht. Aber die werde ich mal aussortieren und dann schauen wir mal, wie sich das weiterhin entwickelt. Ich bin ja trotzdem sehr happy, hier auf dem Server dabei zu sein und dementsprechend stört mich das auch nicht. Dann schauen wir hier auf F23, ist auf jeden Fall, was den Elevator betrifft, der interessanteste Server für mich auf meinem Main-Char. Dort sieht es wie folgt aus, gehen wir mal rein. Ja, wir waren auf S41 natürlich meistens unangefochten auf der 1. Hier jetzt mit dem Fusionsserver sieht es ganz anders aus. Wir sind auf Rang 4 und das ist ja eigentlich so ein bisschen gemäß der Ehrenhalle, würde ich sagen. Da sind wir Rang 3. Also es ist nicht hundertprozentig identisch. Jetzt weiß ich gar nicht, wo liegt denn... Ja, SOS liegt sogar auch hinter uns. Crit Happens, The Savers und Order of Hell. Wo ist denn Order of Hell? Ja, Order of Hell ist in der Ehrenhalle zum Beispiel deutlich weiter hin. Ich weiß jetzt nicht, ob das zusammenhängt damit, dass sie noch aufsteigen könnten. Keine Ahnung. Sie greifen zumindest jetzt keine krasse Gilde oben an. Da würde ich jetzt fast denken, dass sie in der Ehrenhalle tatsächlich hier hingehören und im Elevator einfach mehr Ressourcen investieren. Mehr Pilze, keine Ahnung. Also es gibt natürlich viele Spieler im hohen Level hier bei uns, die bei Weitem nicht auf der Stufe sind, wo sie sein können. Ja, also ich sag mal, selbst ich bin mit 350 noch nicht mal am Maximum. Ja. Und auch hier werden wir sehen, ich weiß es nicht, ich kann es überhaupt nicht einschätzen, ob die Leute dieser Gilde direkt dann auch nochmal hochpushen werden. Trotzdem ist das Ergebnis prinzipiell erstmal nicht schlecht und ja, es sind ja noch einige Tage to go. Da bin ich echt mega, mega gespannt. Ja, und auf EU16 sind wir jetzt zuletzt angekommen. Auch hier, ja,
ja, ist die Position gar nicht so übel. Natürlich sind hier nicht so viele Held-Token unterwegs wie auf den anderen Servern. Es ist ja auch der neueste Server, aber Blue Phoenix ist auch in den Top 10, Rivat Stufe 4. Und ja, ich glaube, das ist auch das, womit man rechnen kann. Insgesamt sind die Held-Token, wenn man jetzt mal in die Spitze reinguckt, sieht es sehr knapp aus, aber das ist natürlich klar, weil viele Spieler jetzt auch einfach gar nicht so weit kommen, selbst wenn sie jetzt zum Beispiel ein krass gutes Level haben. Also ein Pace zum Beispiel, der jetzt aktuell bei 292 liegt, der hat auch nur 13 Floors mehr. Ich meine, gut, 13 Floors, das sind auf jeden Fall 1300 Held-Tokens plus, also es sind mehr, es sind wahrscheinlich 1500 mit Schokolade vielleicht mehr. Wenn jetzt jeder von 50 Leuten 1500 Held-Tokens mehr hat, ne, sind das 75.000 Held-Tokens mehr und damit sind wir dann auch schon fast im Bereich Top 3. Ja, also es ist ja knapp, aber es liegt vor allen Dingen an dem maximalen Effort bei den Levelhöchsten. Und natürlich gibt es noch ein paar Spiele, die noch Level höher sind. Und dort wollen wir jetzt mal reinschauen. Übrigens, die Producer Notes, sehr interessant. Werde ich vielleicht nochmal im Detail im nächsten Part beleuchten. Aber was auf jeden Fall kommen wird demnächst, ist die Änderung der Tränke. Also der Farben hier zu den jeweiligen Tränken. Ja, ich habe mich jetzt mittlerweile an das Gelbe gewöhnt, aber das war ja auf jeden Fall gewünscht, deshalb ganz gut, dass es gemacht wurde. So, dann schauen wir mal in die Liste rein. World Guard, den habe ich hier drin mit 273. Der ist jetzt schon, ja, ich würde mal sagen, nicht mehr ganz im Rennen um die Top 10. Also, es war jetzt ja auch Epic-Event, also jeder, der jetzt nicht vielleicht noch richtig gepusht hat, um aufzuschließen, der wird nicht hinkommen, zumal ja die Top 5 eigentlich nur zählt. Also ich glaube, ich werde jetzt mal die Spieler rausnehmen. Obwohl, nee, ich lasse sie mal drin. Sie waren irgendwo mal weit oben. 267 Pablito zum Beispiel auch. Der wird wahrscheinlich keine Rolle mehr spielen. Kyugi selber 298, Hate auf 278 und Jinx 269 auch ein bisschen schwierig. Wir haben jetzt Bahamas auf 321, nach wie vor levelhöchster Spieler, wie es aussieht. Dann Donidano ist weiterhin vorne dabei mit 311. Dann haben wir Lachi 315 sogar am Start als Magier. Das ist echt heftig. Ach nee, Quatsch, sorry, Magier. Ach, ich denke immer, ich muss mich dran gewöhnen, dass es keine Magier sind, sondern meistens Necromancer. Die haben es dann doch etwas einfacher als die Magier selber. Druide 307, Lucian, Mr. Hope 309, Renovate, der Assassine auf 308, auf dem drücke ich am meisten die Daumen tatsächlich, aber sieht schwierig aus, weil auch eine Sauerkirsche mittlerweile schon nur noch 4 Level hinter Bahamas Foe ist. Hier ging es also richtig gut ab. Sauerkirsche war immer Top 3, glaube ich, bisher, aber jetzt wirklich sehr eindeutig. Soulcutter mit 315 übrigens auch nur sehr knapp dahinter. Also ein Renovate jetzt zum Beispiel hat es da auch schon schwierig mit 308. Es sind einige Spieler dabei, die da näher dran sind und so viel, es ist noch ein bisschen Zeit. Das könnte sich tatsächlich vielleicht dieses Jahr noch ausgehen. Es ist die Frage, wie viel die Leute investieren, aber es wird halt schwierig, XP auch zu generieren, wenn man schon an den Dungeons kratzt. Die Schattenwelt ist halt auch, sage ich mal, begrenzt. Die hilft zwar und auch der Wirbelsturm hilft, aber auch diese begrenzt. Vor allen Dingen liegt es halt an den Licht-Dungeons, die wirklich sehr schwierig sind und teilweise wenig XP geben. Da muss man halt, wenn man da richtig krass loslegen will, vorne ranschreiten. Und ich gucke mal in der Ehrenhalle, ob wir vielleicht irgendjemand jetzt auch plötzlich in diesem Bereich haben, der noch nicht auf meiner Freundesliste ist. Aber Chopanda zum Beispiel, habe ich den auch schon? Add Friend. Chopanda auf 305. Ja, das Zodiac auf 300. Also es sind einige Spieler doch jetzt deutlich höher im Level. Oder ich habe sie damals nicht gesehen, aber im Großen und Ganzen, also jetzt von den ganz großen Level her nicht. Aber 2 Spieler zumindest über 300. Die sollten natürlich dann mit auf die Liste, wenn ich da schon andere Spieler drin habe, die deutlich niedriger sind. 290. Hier ein paar 290er, 91er sind auch dabei, die ich noch nicht gelistet habe. Eigentlich müsste ich die fast alle listen, ne? Aber dann habe ich auch fast die Ehrenhalle. Ja gut, oder? Ne, wir machen es mal so, alle über 290 werden gelistet und alle, die nicht über 290 sind, die muss ich dann halt runternehmen, ja. Machen wir es mal so. Das werde ich jetzt noch machen im Anschluss. Das war es erstmal von mir. Haut da auf jeden Fall rein und macht da Tschüss, euer Basti.